4 Wochen nachdem wir die Marina verlassen haben, haben wir es dann auch tatsächlich endlich mal geschafft, unseren neuen Außenbootmotor in Betrieb zu nehmen. Vorführeffekt. Läuft aber wie Ketten. So Story of my life. Oh, was war? Ja? Außenborder und dann springt er nicht mehr an. Dann waren wir zu selbst schwimmen und hat schon die Leine vom Boot weggemacht und treibt über die Bucht. Dann denkt wieder jeder, man kriegt es nicht vor. Gut. Nehmen wir das Rad geschafft. So, wo tun wir noch? Ich wollte jetzt dann gehen, oder? Ich wollte natürlich auch gleich fahren. Um den Außenbootmotor weiter einzufahren, machen wir ein paar Tage später einen Ausflug in die ein paar Meilen entfernte Bucht Escalo. Ein paar Tage später ist es wieder soweit. Wir müssen einkaufen gehen. Auf dem Boot ist es meist schneller gesagt als getan. Für uns heißt das, erst einmal Dingi klar machen, an Land gehen und den nächstgelegenen Supermarkt finden.
Diesmal hat es eine halbe Stunde gedauert. Manchmal geht es schneller, oft dauert es aber doch länger. Wir fahren jetzt von der Ostseite auf die Westseite in Formentera. Das soll sein wie in der Karibik. Und jetzt kriegen wir schon einen kleinen Vorgeschmack, weil wir motoren gerade, weil so wenig Wind hat. Und hier ist richtig Ententeich, man kann sogar bis auf den Boden gucken, während der Fahrt. Also, ich liege jetzt hier schon seit geraumer Zeit rum Geil, boah, keine 10 Minuten. und warte, dass Kim ins Wasser geht. Ja. Ich war heute schon zweimal im Wasser, aber Kim hat da nicht so Lust. Wir sind an einer der schönsten Buchten, die wir bis jetzt gesehen haben, oder? Also ich finde es hier richtig schön. Schönes Wasser. Ja. Und mir eine Plastiktüte im Propeller. Ja. So ist das, gell? Manchmal ist einfach eine Plastiktüte im Wasser. Hey, jetzt spritze ich mein eigenes Boot voll. Ich glaube, ich spinne. Hörst du jetzt auf? Platsch. Platsch. Das hat ja immer Ärger. Hallo. Das kannst du nicht ausdenken. Das kannst du nicht ausdenken. Ja. Und Kim hat jetzt beschlossen, sie taucht mal kurz runter, um das abzufilmen. Und ich habe dann morgen die glorreiche Aufgabe, die Papiertüte oder die Plastiktüte zu entfernen. Wir haben schon gedacht, ein Engine Mount, Motorlagerung oder Motorhalterung ist schon kaputt. Habe ich als erstes gedacht, weil es hat jetzt nicht unbedingt mehr vibriert, aber es hat ein komisches Geräusch gemacht. So ein Geräusch, was der Motor eigentlich nicht macht. Ich bin da irgendwie ein bisschen feinfühlig. Sobald sich da irgendwas anderes da anhört, drehe ich schon halber durch. Aber es ist nur eine Plastiktüte. Ich hoffe mal, dass sie gut weggeht. Und dass der Propeller keinen Unwucht gekriegt hat, aber das glaube ich nicht. Also von der Plastiktüte nicht. Also von der Leine vielleicht, aber von sowas sollte eigentlich nichts passieren. Alter! So, ich war jetzt ganz tapfer und bin tauchen gegangen. Ja, ist der Übeltee. Das war keine Plastiktüte, sondern doch noch ein Fischernetz. Nur um die 2 Propellerblätter rum. Ich habe sie abgefilmt und nicht um die Welle oder bei uns der Sea Drive. Alles tippitoppi. Probieren wir es morgen noch aus. Ich stecke ich nie ins Wasser. Und dann gehe ich immer ins Wasser und dann heißt es, ich tauch. Oh. Und nur damit kein falscher Eindruck entsteht, auch in den schönsten Buchten muss ab und zu gearbeitet werden. Für uns geht es jetzt einkaufen. Wir sind jetzt schon eine Woche hier in der Bucht und haben jetzt so ziemlich alle Vorräte aufgebraucht. Frisch,
Vorräte. Ich habe jetzt noch genau eine grüne Paprika und dann ist Tuck. Halt, stimmt nicht, Kartoffeln haben wir auch noch. Aber dann ist wirklich fertig. Der Plan ist jetzt, mit den Subs an die nächstgelegene Insel zu fahren und von dort dann in die Stadt zu laufen. Man könnte jetzt auch mit dem Dingi fahren, wären 2,89 Meilen, aber dort, wo man dann anlanden kann, muss man beachen und da fahren alle paar Minuten Fähren, also nicht optimal, deswegen versuchen wir das jetzt mal mit den Subs. Was kann schief gehen? Das mit dem Sub, das haben wir jetzt mehr oder weniger gut überstanden. Ist keiner ins Wasser gefallen. War alles easy. Ja, wir sind wieder unterwegs. Wir waren ja jetzt muss ich kurz überlegen, Mittwoch. 9 Tage waren wir jetzt in der Angerbucht. War wunderschön, aber jetzt hat der Wind gedreht und jetzt kam der Schwell rein. Also haben wir gesagt, ab. Das ist das Zeichen, wir waren jetzt lang genug hier. Wir gehen jetzt sind wir gerade auf dem Weg nach Santa Eulalia. Wir haben jetzt den ganzen Verkehr überstanden. Ne? Im Hintergrund sieht man auch Marius. Ich mache jetzt gerade noch Kaffee. Wir haben jetzt gerade gegessen. Im Moment ist das alles schön entspannt. Wir sollten auch in so ungefähr 3 Stunden da sein. Und dann gucken wir mal, was der Tag noch bringt. Dann ist 17 Uhr, ob wir da noch einkaufen gehen oder ob wir noch irgendeinen Bootjob machen oder mal gucken. Aber jetzt gibt es erstmal Kaffee. Was wir dort erlebt haben, seht ihr im nächsten Video. Bis dahin tschüss und danke fürs Zuschauen.